Hallo und willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Dann wollen wir nochmal gucken, wie das hier mit dem Pakt aussieht. Was wird das Wills craften, wenn der Pakt bricht? Rettet euren Vater, Will. Die Stadt wird ihn beim Wiederaufbau brauchen. Tut, was richtig ist, gebt eure Seele, damit euer Vater leben kann. Brecht den Pakt, Will, ihr verdient eure Freiheit. Lasst euren Vater sterben, wenn die Stadt frei ist, nehmt ihr seinen Platz ein. Weiß ich nicht. Fragen wir erstmal. Addendum F. The Absolute must be avenged for the Soulbinder's detention at Moonrise. The Soulbearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. Rettet euren Vater. You damned wretch. Do it then. Claim my soul for Zariel. Keep my father safe. Fiat Ita. Fiat ita, anima ad beator. Vielleicht kommen wir ja nochmal aus dem Vertrag raus. Seems you've got a new mission, pup. Go save your father. He's locked in a very nasty place. Gortash's secret command center and prison. Lucky for you, I know the way in. I'll mark your map. After all, a deal's a deal. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Nee. Okay, eine Sache würde ich gerne mal gucken. Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Oh. Machen wir mal eben Folgendes. Wir haben jetzt den Deal abgeschlossen. Ich würde mir gerne noch eine andere Option angucken. Wir haben nur natürlich blöderweise nicht gespeichert. Das heißt, Herzog, aber keinen Pakt hatten wir ausgewählt, ne? Ne, doch, Pakt. Weil ich würde mir gerne angucken, wie das aussieht, wenn wir sagen, dass Will dann die Stadt neu aufbauen soll. Wem das gefällt und wem nicht. Also ja, auf der einen Seite den Großherzog zu retten, wäre schon nice. Jetzt müssen wir natürlich davon noch eben sprechen, falls wir den Spielstand nachher behalten. There is a father and son, unstoppable generals. You. The Duke wants to keep Floric's location a secret. Little does he know that you've already found and freed her. Why do you say this? For the prison. As I said, Baldur's Gate will ascend. Tyrill's first and only. Fair, but be. Have we finished then? I won't let the Absolute keep him. This is. You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's explanation. Oh. Interessant. Jetzt haben wir den Wahrnehmungswurf geschafft. Something's always gnawed at me. At the banquet, Stelmane didn't seem to look at us, but through us. But that second time, her gaze never left me. It was steel, sharp and unyielding. It could just be my imagination, but
I always felt that it was more than a stroke that had changed her. What, though? I couldn't say. Habt ihr keine Ahnung, wer hinter dem Mord stecken könnte? I couldn't say. But my father... These murders aren't random acts. Someone... Ja, okay. Das ist jetzt auch nicht wirklich mehr Wissen, was wir erlangt haben. You don't really intend to be his ally, do you? Gortash is your enemy, either way. I can't tell if you're very wise or very foolish. Time... I'll play along for now, but I'm not letting him slip out of reach. He's going to pay for what he did to me, one way or another. Okay. Gut, dann reden wir unten nochmal mit Mizora und machen das noch einmal. Und ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir einen besseren Ausgang. Keine Ahnung, es hat jetzt allen gefallen, außer, ich weiß gar nicht, hat Will dazu irgendwie zugestimmt oder abgelehnt? Weiß ich gerade nicht. You see, Gortash has had your father to... You... Und nochmal mit Will Of course, by all quatschen. the hounds of the hells, what is she planning? Certainly not. But she's as inevitable. We'll have answers soon enough. Until then, may my father keep safe. Okay. Gut. Dann sprechen wir auch hier nochmal mit Jana oder Jenna. Jenna? Yes! We can play One-a-Cup! Dann einmal speichern. Come! Holy hells. And Your contract, Will. Sign a lot option. Choose. Okay. Einmal so. Addendum F. The Okay. absolute must be avenged for the Lass deinen Vater Soulbinder's sterben, wenn die Stadt detention frei ist, at nehmt ihr seinen Moonrise. Platz ein. The Soulbearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. Recht den Pakt, ihr verdient eure Freiheit. Ich würde gerne beide Dialogoptionen sehen. you damned wretch. Father. Do it. Break the pact. Fiat Ita. Fiat ita. Anima ad beator. Didn't think you had it in you. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Ich weiß es nicht. Wir haben ja noch eine Option für den Pakt brechen. Die würde ich jetzt auch gerne noch auswählen kurz. Und dann müssen wir uns entscheiden, welchen Ausgang wir nehmen. Addendum F. The absolute... You damned wretch. Ja, das ist im Grunde genommen das Gleiche. Father. Do it. Break the pact. Aber vielleicht kann man ihn ja doch noch retten. Fiat Ita. Fiat ita. Anima ad beator. Didn't think you had it in you. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment.
Ich weiß, es ist absolut nicht verdammte Scheiße. Kann ich das zulassen? Wo ist Will? Where am I needed? And these things stayed interesting. Gods, I spent 7 years choked by Mazora's leash. And I spent 7 years hoping to break free. I never knew freedom could taste so bittersweet. Ihr seid jetzt auf euch gestellt, Will, es ist besser so. Was für ein fantastischer Machtkampf mit eurem Vater. Aus dem Weg könnt ihr euch den Weg nach oben bannen und seinen Platz einnehmen. Ich dachte, ihr hättet den Pakt nie bereut. I didn't. I don't. My sacrifice kept Baldur's Gate safe from Tiamat's rage. But that doesn't mean that the leash never chafed. That I was content to lap up whatever nonsense Mizora fed me. The leash has been broken and my father left for dead. Tomorrow I celebrate my gain. But today, I mourn my loss. Oh, ich weiß es nicht. Passes. In the stillness, you find a mote of tranquility. The Raven Guard name now lives solely with me. I will make it count for something. Vielleicht gibt es noch eine Chance. I signed his life away before the Hell's Witnesses. It would be easier to drink the sticks down to the last drop than to alter his fate. I'd be a fool to wish otherwise. We obtain the final 2 nether stones and take back our minds. And the city from the brain. Ich speichere noch mal eben schnell und dann... Ja, ich weiß nicht so recht. Weil irgendwie bin ich damit nicht zufrieden, mit keinem der beiden Möglichkeiten. The absolute must be avenged. Karlak ist einverstanden. Twice Mazoras held my feet to the fire, and twice was I burnt. But my father will live. We will return the Grand Duke to his people. And forever a devil's leash will choke me. Was ihr getan habt, war richtig, uneigennützig. So ein großes Opfer war es nicht. Der Pakt bestand doch schon, nicht wahr? Ja, war es vorher auch seine Seele? Oder war es vorher ein anderer Preis? Ich würde die Hoffnung nicht aufgeben, vielleicht finden wir einen anderen Ausweg. Kopf hoch, Will, wenn ihr sterbt, werdet ihr sicher einen guten Soldaten in Sariels Armee abgeben. Ich würde ihn nicht verärgern, darum speichere ich nochmal schnell, also, ja. But my soul belongs to a far more fiendish villain now. Oh. The Archdevil Zariel. Achso, vorher war es nur Mizora und warum laggt das gerade hier so ein bisschen? Karlak can tell you what evil she's capable of, what brutality she's wrought. She could raise me as a war devil and loose me on the coast. She could name me a patron and bid me collect souls for her cause. My pact ends at death, and Zariel may want more than just fodder for her front line. Well, that's enough self-pity for one day. If anything, I should be elated that there's hope yet for my father.
We should hurry to this mystery prison and retrieve my father before Mazora tries pulling more tricks. Ja, und vor allem, wenn der Pakt mit Zariel quasi dann endet, wenn du stirbst, mit Mazora und du dann erst in Zariels Fängen bist, sterb einfach nicht. Also ich meine, irgendwann ist das unvermeidlich, klar, aber ich werde es schon zu verhindern wissen, dass du während unseres Abenteuers drauf gehst, Will. Danach kann ich eh nichts für dich tun. Und es ist ja nicht unmöglich. Ich meine, Karlak hat es auch geschafft und sie ist auch noch hier und nicht wieder in Avernus. Also so leicht kann sich Zariel dich wohl nicht schnappen. Aber gut, da kommen wir dann irgendwann vielleicht hin. Ich würde sagen, wir machen das mit dieser Entscheidung, weil alles andere wäre für mich irgendwie, weiß ich nicht. Okay, dann los. Wir haben einen Herzog, den es zu retten gilt. Wenn wir uns ein gottisches Gefängnis zu schaffen machen, werden wir seinen Zorn auf uns ziehen. Ja, das mag sein. Euer Vater hat nach wie vor eine Larve im Kopf. Erinnert ihr euch? Ihn zu retten heißt nicht, ihn zu heilen. Ja, uns aber auch nicht. Also... This prison's in the lower city. Let's move. Okay. Ja, wir müssen ja jetzt nicht hier noch mehr miese Stimmung verbreiten als ohnehin schon. Dann würde ich mal eben schnell mit Gale sprechen wollen. Ich finde es interessant, dass er jetzt nicht mehr Artefakte verlangt. The devil himself is pursuing the crown. As for whether it's truly the crown Carsus forged, well, I think it's safe to assume we shouldn't take anything Raphael utters at face value. We must claim the crown of Carsus for ourselves, before anyone else does. Ja, das sieht wohl so aus. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal die lange Rast fertig. Wer hat denn jetzt noch Gesprächsbedarf hier? Leute, ist Karlak vielleicht? Hallo, lauf bitte. Nice place you have here, little rabbit. Could use a few more trophies, perhaps. I'll keep this short or my absence will be noted. You need the Orphic Hammer, and I know where you need to look. The House of Hope. Our mutual friend, Raphael's abode. There's a Diabolist named Halsik in the lower city. Find her, and she'll take it from there. Also ganz ehrlich, was denken die sich eigentlich? Das hier ist doch kein Vergnügungsplatz für Leute, die nichts Besseres zu tun haben, als irgendwo in der Nacht auf einem Lagerplatz rumzuhängen. Das ist unser Lager. Ich habe mich gerade vor Yugi echt erschrocken, ne? Also, und ganz ehrlich, was kommt der hier an? Ich brauche eure Hilfe, ich brauche den Hammer. Meine Güte, wir haben dir schon geholfen und dann gehst du direkt wieder einen neuen Pakt mit Raphael ein. Also, meine Fresse, wenn du so leicht manipulierbar bist, sorry, kann ich nichts für. Ich meine, wir können uns das mal anschauen, aber ich gehe definitiv keinen Pakt mit Raphael ein. Warum helft ihr mir? Beim letzten Mal sagtet ihr, wenn wir uns wiedersehen, dann weil auf meinem Kopf ein Preis ausgesetzt wurde. So I did. But even I'm not above a change of heart, if it keeps things interesting. I love a good hunt, and the best hunts keep things sporting. Besides, you freed me from the tune. Forget I was ever here, but remember what I said. See you around. Maybe. Also das war's. Okay. So, wir haben jetzt... Ja, irgendwann mal vielleicht. Natürlich. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained.
Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. Its rebellion against Orin and Gortash has been fierce, even as it executes their final orders. Once those orders are complete, there is a good chance it will break free. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. What the fuck? Ach, Gesellschaft ist abstoßend. We are more alike than you would like to acknowledge. I am merely further along in my evolution than you. I understand my outer membrane and appendages unnerve you. But despite my exterior, I still feel. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. An wen denkt ihr? Duke Stelmane, or Berlin, as I knew her. I wasn't ready for her death. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. War es intimer? Was habt ihr manipuliert, so wie mich? Habt ihr sie manipuliert? Wie das? Ist mir wirklich egal, was für eine Beziehung mit ihr hattet. In a way. But not the way you're thinking of. In life, she was my business partner. Back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Braucht ihr eine Umarmung? Ich bedauere euren Verlust. Wüsste ich nicht, dass ihr ein Gedankenschinder seid, würde ich sagen, ihr seid traurig. Macht euch keine Mühe, ich weiß, dass ihr keine Gefühle habt. Ja, das stimmt doch nicht. Also wie ich ja schon sagte, also dass die keine Seelen haben, das glaube ich einfach nicht. I appreciate your understanding. What I feel is deeper than superficial cures can reach. And not entirely unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people. Dem Imperator aufmuntern, die Hand drücken? Nein, definitiv nicht. Passt beim nächsten Mal besser auf. Danke, dass ihr mir davon erzählt habt. Ich weiß, ihr versucht mich zu manipulieren, das funktioniert aber nicht. Ich weiß, was ihr seid. Ja, er ist ein Mindflayer. Hm? Ja. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. Okay. Wie strange. Since when can vampires spawn
turn into mist. Okay. If the gods are watching me. Hä? Achso, wir haben noch nicht mit Jaheira gesprochen. In diesem Speicherstand. Will is a good man. Achso, oh. That is exactly what his devil will use to bind him. In as many ways as she knows how. A man might twist himself into something else just to escape that collar. But I have no such fears for the blade. The name is as familiar as Jaheira's own. A hero. And the last time I saw him, I left him to die. Before, I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight the world. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be minced either. I'm not... Oh. Okay. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir mal das Lager. Um endlich, hoffentlich endlich, in die Stadt reinzulaufen. So, wir können mal hier gucken. Hier ist jetzt nicht mehr dazu gekommen, ne? Warum auch mal? Ach, ja, nee, alles klar. Alles gut. Gut, dann, ja, würde ich sagen, laufen wir in diese Richtung. Ja, Norden, genau, in diese Richtung. Und hoffen, dass wir bislang nichts übersehen haben. Es wäre schade drum. Es wäre wirklich schade drum. Aber können wir hier vorher vielleicht noch kurz gucken, ob hier noch irgendwas Bestimmtes ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist alles nur... Nee, das ist alles Kulisse. Relativ unerreichbar. Okay. Dann gehen wir zur Unterstadt. Ja, ich möchte mich in eine andere Region weiterbegeben. Na komm schon. Lad endlich schneller. Ich glaube, so ist es einfach sinnvoller, dass wir die Audienz bei Gortash hatten, bevor wir jetzt die Stadt erkunden. Weil nachher nimmt es irgendwie Bezug drauf und dann crasht das Spiel, weil der State noch nicht erreicht ist. Das wäre auch blöd. Das würde ich nicht wollen. Weil wir haben, weil wir in Akt 1 halt eben sehr viel verpasst haben, weil wir in der Hauptquest, beziehungsweise weil wir uns viel vorweggenommen haben, bin ich zwar immer wieder auch am Zögern, aber auf der anderen Seite möchte ich halt auch nicht, dass es Gamebreaking verbuggt ist, wenn wir das jetzt nicht weitermachen. So, aber das habe ich ja auch schon alles einmal erzählt. Jetzt haben wir wieder ganz schön viele Markierungen in der Stadt. Der hier hinten, Gießerei, genau, die Eisenhans, rette den Großherzog. Also, ich weiß, ich bin total überfordert und weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Vor allem wird es hier wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute auch wieder zum Sprechen geben. Und deswegen weiß ich nicht, wie gründlich wir das tun sollten. Ein Briefkasten? Witzig. Städtische Bekanntmachung zur Kanalisation. Die Behörde für Abflüsse und Kanäle weist um das Problem des penetranten Gestanks, der aus den runden Gullideckeln strömt, die Zugang zur Kanalisation der Stadt bieten. Der Stamm der Gossenkobolde, der beauftragt wurde, um den Durchfluss in den Abwassertunneln zu gewährleisten, wurde offenbar durch unbekannte Kräfte oder Umstände getötet oder vertrieben.
Die dadurch entstehende Blockade ist Ursache für den unangenehmen Geruch. Die Behörde ergreift geeignete Maßnahmen zur Behebung der Situation. Versucht bis dahin bitte nicht selbst tätig zu werden. Es ist Bürgern verboten, die Kanalisationszugänge zu nutzen. Überlasst das Abwasser den Profis. Aha, Besetzer im Haus vom alten Garlow. Feuerportier. Ich schreibe euch, um ein schreckliches Verbrechen zu melden. Seit der alte Garlow von uns gegangen ist, möge Kellemvor mit ihm sein, steht sein vernachlässigtes Haus leer. Angesichts der Immobilienpreise heutzutage wirklich eine Schande. Doch was musste ich neulich sehen? Vagabunden, die durch die Fenster im Obergeschoss einstiegen. Ich war so aufgebracht, dass ich an die Tür pochte, bis ich mir einen Holzsplitter einfing. Einen ganz schön großen. Doch niemand antwortete. Wie unhöflich. Könnte jemand kommen und nach dem Rechten sehen? Idealerweise ihr selbst. Wer weiß, was diese Hausbesetzer dort treiben, während rechtschaffene Leute wie ich sich abmühen müssen, um ihr Dach über dem Kopf zu behalten. Das ist nicht gerecht. In hoffnungsvoller Erwartung eures baldigen, eigentlich wollte ich es jetzt schreien, aber ich hab's gelassen, Eintreffens, Gertrude Schnöselweil-Hetschlinger. Ja, Schnöselweil-Hetschlinger. Direkte Beschwerde an Faust Kolz. Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe euch, um mich nach dem Wohlergehen des Faust auszubildenden Habor Kolz zu erkundigen. Ich bin seine Mutter und habe jedes Recht zu wissen, wie es meinem Jungen geht. Ich weiß, dass es nicht gerne gesehen wird, wenn Rekruten während der Ausbildung mit ihrer Familie Kontakt treten. Doch ich bitte um dringende Auskunft, ob er genug isst, ob die anderen Rekruten nett zu ihm sind und ob seine Schulter ihm zu schaffen macht, die er sich als Junge gebrochen hat. Lasst ihn bitte auch wissen, dass zu Hause alles wohlauf ist und seine Katze Bartholomäus ihn sehr vermisst. In Erwartung einer baldigen Antwort, Avery Calls. Gestohlene Hühner. Der Brief eines verärgerten Bürgers, dessen Hühner von Gortoschs Leuten beschlagnahmt wurden, am Ende steht: Es ist ja nicht so, dass diese dreiste, aufgeblasene Kröte von einem Fürsten das Fleisch braucht. Das ist nur reine Bosheit. Ich verlange meine Hühner zurück, insbesondere Guri und Schnäbelchen, die süßesten kleinen Hühnchen, die man sich nur vorstellen kann. Wenn die beiden auf der Schlachtbank landen, werde ich so viel Wirbel machen, dass euch Hören und Sehen vergeht. Okay, ja gut, das ist ein Beschwerdekasten irgendwie. Gut, okay, das war's für diese Folge. In der nächsten gucken wir mal, wo uns die Überforderung hier in der Stadt direkt hinterm Tor hinführt. Ich bin ein bisschen erschrocken davon, wie groß die Stadt zu sein scheint. Also klar, weil das Geld ist nicht klein, das war klar, aber ja. Nun gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.